Hi guys, it's me, Andrea. I'm working again with the new Spectrum Noir metallic inks, and what I do today is I will do a bit of embossing here on this beautiful butterfly. Heat embossing. First, I put it here into my stamping platform and use it with Versamark. Put the powder on and heat set it then. And what I wanted to find out is how the inks react on this embossed areas. And of course, it's a bit different to other media. It of course won't, or the heat embossed part won't react like a resist with the inks. With this metallic inks, they will stick to it, but you will see. I start now with the embossing part and you will see how it goes on. Ich werde euch heute zeigen, unter anderem, wie ich mit den neuen Spectrum Noir Metallic Inks auf heiß embossten Untergrund arbeite. Weil normalerweise, wenn man etwas heiß embossed hat mit Embossing Powder, dann das reagiert ja mit den vielen Medien als Resist. Und das tut es mit den Metallic Inks nicht, aber es sieht trotzdem schön aus. Das werde ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und man kann dann einen schönen Effekt mit erzielen. Ich benutze hier Schwarz auf Schwarz, weil ich natürlich ganz und gar einfach nur die Inks wirken lassen will und nichts anderes. Ich werde das jetzt erhitzen und schmelzen. Ja. So I heat set it now, and you can see I use it black on black because I don't want to distract from the metallic inks. I only want to have the inks to work on that. But you will see it. I cut everything out here, and ich schneide den Schmetterling jetzt aus. Das ist auch auf einer von Crafts Companion. Der hat eigentlich so eine Stanze für die Außenteile dabei, aber nicht komplett, sondern ach komm, jetzt schneide ihn einfach aus. So, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier auf Aquarellpapier, auf sehr schwerem Aquarellpapier, wieder mit Krakelierpaste gearbeitet und habe hier eine ganz einfache Gestalt drauf kreiert und mit Krakelierpaste lasse das trocknen und werde dann weiterarbeiten, wenn das trocken ist. Aber ihr seht, es ist relativ simpel mit einem Palettenmesser und ja, das kann im Prinzip jeder. I'm putting some Crackled paste down here with a palette knife. Very, very simple shape, nothing really fancy. Everyone can do that. And I let that dry. So now back to my butterfly. I put some of the inks on top. And to make that work for me, it works fantastically. I wipe as long as it's still wet. I wipe over it. You will, of course, cover some of the lines, but I don't really mind. I really like it. It's absolutely great. And when you don't want that, when you want to have the lines more visible, what you can do, of course, is you can colorize it before you put the embossing powder on top. It's all possible, of course, but I really like that. It gives the lines, these black lines, getting a bit of the silver. And next color here, and I work in the same way. Put everything on. I think I only use this two colors. I'm not sure. What did I do? No. Ich habe jetzt hier diese beiden Farben benutzt und ich mache sie drauf und solange das noch nass ist, gehe ich dann mit dem Tuch drüber und wische das weg. Wie ich schon vorher gesagt habe, das ist kein Resist. Wie ihr seht, die Inks, die setzen sich auf den Linien ab und hinterlassen dann so einen metallischen Silberschein. Das finde ich gerade toll, muss ich sagen. Also mir gefällt das ganz gut, weil die Farbe, die bleibt im Prinzip nur auf dem Papier, aber auf den Linien hinterlässt das eben nur das Metall. Das finde ich einen sehr schönen Effekt. Wenn du das nicht möchtest und du möchtest die schwarzen Linien oder weiße Linien, was auch immer, kannst du im Prinzip erst kolorieren und dann
mit dem Embossingpulver drüber gehen. Hinterher stempeln und embossen. Das geht natürlich auch. So, jetzt kommt erstmal eine schöne Lage Gesso in den Hintergrund, damit ich gleich weiterarbeiten kann. Und auf die Figur packe ich schwarzes Gesso. Ich werde im Hintergrund mit Acrylfarben arbeiten und hier auf der Figur dann mit den Metallinks. I covered everything in white gesso and know the shape here. The figure gets a bit of black. I remove some of it because I want to have a lot of it in the crackles, but I will cover everything up anyway because you know the metallic inks, they're pretty opaque. You won't see something afterwards of the black anyway, I think so. And now I start with my acrylic paint for the background, using different pinks and reds, red violets, and a very light pink, and mix it in the way I like it. So, ich mache jetzt hier mit dem Hintergrund, benutze ich Pinks und Rot-Violetts und ein ganz leichtes Pink, einfach auch in der Art und Weise, wie ich es am liebsten mag. Schön messy, also nicht schön ordentlich, sondern schön unordentlich. Auch ein bisschen Violett benutze ich auch noch. Yeah, and I'm using a bit of violet as I just saw. You know, I've made that many videos. I worked that long with this product. It was incredible, you know. When I got it, I started and then made something, and then I got into it and experimented, and I couldn't stop actually. It was so funny. So I really have some project, and I really got into that, and absolutely incredible. That is a product I really like, you know. You're not restricted with this markers, you know. It's something that gives you freedom to work in a way you like. When you're a mixed media artist, you will like it. I think you definitely will like it. Okay, you can see I cut down my little butterfly here. I only wanted to have the wings because what I create here is a little angel with butterfly wings. Ja. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt den Schmetterling zerschnitten, weil ich brauche nur die Flügel. Diese Figur, die ich hier habe in der Mitte, das soll ein Engel sein mit Schmetterlingsflügeln. Und da benutze ich das Grün jetzt. Und wie ihr seht, das Schwarz im Hintergrund war völlig uninteressant. Ich meine, ob ich das drauf habe oder nicht, das deckt alles ab. Die sind sehr, sehr deckend, diese Inks. Das ist unglaublich. Braucht auch nur eine Lage. Mehr braucht man nicht. Und wie ich gerade schon erzählt habe, ich habe eine Menge Projekte damit gemacht. Ich habe erst angefangen, so 4, 5 Projekte habe ich gedacht, machst du mal. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Ach ja, das gibt mir einfach, dadurch, dass es in dem Töpfchen ist und flüssig ist, gerade mir, in der Art, wie ich arbeite, das gibt mir unglaublich viel Freiheit. Weißt du, die Marker, die waren auch gut, aber die sind doch schon sehr einschränkend dadurch, dass man eben nur damit malen kann. Man kann so ein bisschen auf seine Kraftmatte machen und damit arbeiten. Aber so habe ich alle Möglichkeiten. Das ist für mich sehr interessant als Mixed-Media-Künstler natürlich. So, ich werde das hier einrahmen und dann brauche ich nicht überall stempeln, habe ich mir gedacht. Das kann ich mir sparen. Ich benutze jetzt einen Mixed-Media-Stempel hier von China Douglas. You know, I will frame that in this paper frame, as you can see, and I don't have to stamp it everywhere, so that's why I marked it. And I use this Sheena Douglas mixed media stamp, and I will use the green to pick it up there in some of these little areas and just pick the color up from the dress. Yeah, it should be a dress. That one I put down with the palette knife. Ich habe jetzt hier das Grüne wieder für mich aufgegriffen, um in den kleinen Kästchen hier und da, ich mache also nicht alle, sondern nur ein paar von denen, um das Ganze so ein bisschen auszubalancieren. Jetzt jedes Kästchen auszumalen, das würde nicht gut aussehen. Und werde dann mit den Flügeln weitermachen. Deswegen, ich wollte es erst im Hintergrund fertig haben, dass wenn ich die Flügel dann festklebe, dass ich dann nicht mehr so drumherum arbeiten muss. Ich werde die ein bisschen dreidimensional kleben mit dem 3D doppelseitigen Klebeband
Und das Gesicht, ihr habt gesehen, ich habe das mit Silber koloriert. Und das ist auch paper, also es ist Fimo, yeah. So you could see me that I created this little, or colorized this little face with silver. It's made with paper clay. I have a mold and created it with it. So I will now put the wings down, and I use my 3D tape for that because I wanted to have it dimensional down. So the right and the left side is more dimensional, and it gives a bit of, yeah, the impression of movement. You know, their wings, they should move. Okay, the way they are spread out, of course. So, and what I didn't like actually is the transition from the wings to the body, so that I will change that. I'm not showing that, but I will change that. I will put some crackle paste on top. You will see. Ich habe jetzt hier den Übergang von den Flügeln zum Körper, das hat mir nicht gefallen. Da habe ich jetzt so ein bisschen Cracklepaste draufgepackt und koloriere das hier mit dem Lila. Das fand ich wesentlich schöner. Irgendwie war das vorher so keine Verbindung zu den Flügeln. Das war so, ja, angehängt einfach nur. Und so gefiel es mir doch dann viel besser. Und wie ihr seht, auch auf dem Weißen jetzt, das ist einfach super deckend. Ja, du brauchst überhaupt nur eine Lage. As you can see now here on the white crackle paste, I only use one layer, and that's so covering. It's absolutely opaque and really fantastic. That's absolutely fantastic. I love that. You can use it sparingly, and it's a little jar, and you think, oh, that's tiny. No, it brings you so far. I still, I've done that many projects. I don't know, 10 or so, 10 or 11 projects with it, and it looks like I haven't used a thing, so it's absolutely great. So a bit of shading here and there, a bit of outlining, that's what it's just this, fiddling around. No, that's to make it perfect. So this is a close-up already. The face looks a bit scary with the eyes, but I really like that actually. First I thought, oh, I will remove that, but now I quite like that. That's, yeah. Okay, guys, thanks a lot for watching. I hope you like it. So if so, please leave me a thumbs up or comment, would be fantastic. And I hope I will see you soon with my next project. So have a fantastic time, guys. Bye-bye. Leute, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr konntet was mitnehmen. Wenn das dann so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und auch ein Kommentar wäre total super. Ich weiß, die Augen sind ein bisschen scary, aber ich finde das eigentlich ganz toll. Ich wollte es erst wegmachen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das passt irgendwie. So, also, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.